Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Für Israels Regierung reiht sich derzeit ein diplomatischer Tiefschlag an den nächsten. Erst der Antrag auf Haftbefehle beim Internationalen Strafgerichtshof. Dann die Ankündigung dreier europäischer Regierungen, einen Staat Palästina anzuerkennen. Und heute eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, der Israel verpflichtet, seinen Militäreinsatz in Rafah sofort zu beenden. Wobei anzumerken ist, dass der Internationale Gerichtshof eine andere Institution ist als der Internationale Strafgerichtshof, auch wenn beide ihren Sitz in Den Haag haben. Der Internationale Gerichtshof, der heute tagte, ist ein Organ der Vereinten Nationen und das hat eine größere politische Tragweite. Isabel Schäfers berichtet. Zerstörte Häuser, Menschen auf der Flucht. Die humanitäre Lage in Gaza sei mittlerweile katastrophal, besonders in der Region Rafah. So die Einschätzung der Richter des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Ihre Botschaft an Israel ist heute besonders deutlich. Das Gericht sieht Israel gemäß der Völkermordkonvention verpflichtet, die militärische Offensive in Rafah sofort einzustellen, wie auch jede andere Operation, die zur vollständigen oder teilweisen Zerstörung der palästinensischen Gruppe in Gaza führen könnte. Die Richter fordern außerdem, dass Israel den Grenzübergang nach Rafah für humanitäre Hilfe offen hält und den Vereinten Nationen Zugang gewährt, um die Völkermordvorwürfe zu untersuchen. Südafrika hatte in einem Eilantrag einen kompletten Truppenrückzug aus Gaza gefordert, sieht die Entscheidung aber als Sieg. Das ist de facto ein Aufruf zur Waffenruhe. Der Gerichtshof fordert die Hauptpartei in diesem Konflikt auf, ihre kriegerischen Handlungen gegen das palästinensische Volk zu beenden. Die Entscheidung des Gerichts ist bindend. Es verfügt über keine eigenen Mittel zur Durchsetzung, aber der UN-Sicherheitsrat kann eingeschaltet werden. Der internationale Druck auf Israel dürfte weiter steigen. Ich vermute, dass einige Länder nicht mehr bereit sein werden, zum Beispiel Waffen an Israel zu verkaufen, weil dies rechtliche Konsequenzen für sie selbst haben könnte. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen werden weiter Druck machen. Und wenn Israel die Anordnungen des Gerichts weiter missachtet, kann sich das auch negativ auf das Hauptverfahren auswirken. Im Hauptverfahren muss das Gericht weiter klären, ob Israel Völkermord begeht. Ein Urteil wird erst in einigen Jahren erwartet. Luc Walpott in Tel Aviv. Welche politischen Folgen kann das für die Regierung Netanyahu jetzt haben? Also es ist offensichtlich, dass Israel mit dieser Anordnung des Gerichts auf weltpolitischer Bühne weiter isoliert wird. Es stärkt die Kritiker und die Gegner Israels in der Welt. Die Anordnung der Richter ist ja klar. Im Prinzip ist eine klare Schuldzuweisung da zu hören, nämlich die katastrophale Lage der Zivilbevölkerung in Rafah, die jeden Tag schlimmer wird. Die wird eindeutig Israel zugeschrieben. Von der Hamas ist in dem Urteil kaum die Rede. Nur beiläufig erwähnen die Richter, dass sie beunruhigt seien, dass die Geiseln immer noch nicht freigekommen seien und fordern deren Freilassung. Also es ist klar, Israel steht damit am Pranger. Und innenpolitisch stärkt das Regierungschef Netanyahu eher, weil er im Prinzip die Lager damit eint, als Verteidiger Israels gegen diese geballte Macht des Auslands gegen Israel. Außenpolitisch wird die Luft für ihn dünner. Es bleiben im Prinzip neben Berlin nur noch vor allem Washington als Partner, auf den er zählen kann. Und dann hängt insofern dann viel davon ab, wie sich die USA nun dazu verhalten. Ja, wir haben es eben im Beitrag ja gehört. Das geht jetzt möglicherweise, denn Israel hat angekündigt, sie werden dieser Anordnung in dieser Form sicher nicht folgen. Denn sie sind der Ansicht, dass das, was sie militärisch machen in Rafah, nicht gegen die Zivilbevölkerung gerichtet ist, sondern gegen die Hamas. Also wird weiter gekämpft. Also könnte es zum Sicherheitsrat gehen, diese Entscheidung. Algerien als derzeitiges Mitglied bereitet wohl offenbar bereits einen Resolutionsentwurf vor. Und dann kommt es eben darauf an, wird Washington dann im Sicherheitsrat ein Veto ziehen und damit eine Resolution gegen Israel verhindern oder auch nicht. Für Präsident Biden ist das eine äußerst schlechte Sache, kurz vor der Wahl in den USA zum Ende des Jahres. Er muss mit ansehen, wie er immer weiter in diesen sehr, sehr kriegerischen Strudel hier in Israel mit hineingezogen wird und wie sein wichtigster Partner hier im Mittleren Osten immer weiter außenpolitisch isoliert wird. Also keine gute Ausgangslage für Washington. Die Einschätzung von unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Danke, Luc Walpott.
Nach Deutschland. Am Sonntag sind Kommunalwahlen in Thüringen. Gewählt werden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Stadt-, Land- und Gemeinderäte sowie die Mitglieder der Kreistage. Das ist überwiegend ehrenamtliche Arbeit, ohne die sich Gemeinden gar nicht selbstständig verwalten könnten. Ob eine Straße gebaut oder ein Windrad aufgestellt wird, das wird alles auf Gemeindeebene entschieden. Zugleich gilt die Kommunalwahl als Stimmungstest für die Landtagswahl am 1. September. Mit besonderem Augenmerk auf der AfD, deren Extremisten in Thüringen bekanntlich eine Hochburg haben. Ulrike Rödle war im Süden des Landes unterwegs, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Kaffee haben wir da. Von netten Menschen 1 € heute. Ich freue mich. Norbert steht mit seinem Bratwurststand jeden Mittwoch auf dem Marktplatz im thüringischen Rudolstadt. Früher hatte er ein Restaurant, doch das hat er verkauft. Es fehlte ihm Personal. Zur Kommunalwahl am Sonntag will er hingehen. Ich bin kein Freund, muss ich offen sagen, für die AfD. Bin ich nicht. Aber sie ist für mich so undurchsichtig. Und jetzt ist sie wieder gespalten und so. Und das ist eben das, wo ich auch keinerlei nicht mitkomme, welche Wege sie gehen wollen. Auch Hella Esefeld kommt jede Woche auf den Markt. Sie ist Gärtnerin aus Leidenschaft seit über 60 Jahren. Wählen, das ist für sie Pflicht. Ich habe Angst, dass die Sache mal rechts ausufert. Und ich möchte nicht, dass wir eines Tages von Rechten regiert werden. In Thüringen hat die AfD hohe Zustimmungswerte. Der Verfassungsschutz stuft sie als gesichert rechtsextrem ein. Bislang war die CDU bei den Kommunalwahlen traditionell stärkste Kraft. Doch wegen einer Altersgrenze treten viele CDU-Landräte nicht mehr an. Generationenwechsel. Ob die Wähler den Nachfolgern vertrauen, fraglich. Ohnehin haben es die Parteien immer schwerer. In vielen Kommunen treten parteilose Bürgerbündnisse an, vom Feuerwehrverein bis zum Verein Pro Bockwurst. In Rudolstadt, wie auch im übrigen Thüringen, fühlen sich viele Menschen nicht mitgenommen von der Politik. Worauf konzentrieren sich die Menschen, wenn sie die AfD wählen? Sind es die Themen, sind es die Personen? Ich würde noch einen dritten Zusammenhang sehen, nämlich die Antisystemstellung. Die Möglichkeit, mit der Wahl der AfD Protest gegenüber dem System zu artikulieren. Und da haben wir natürlich auch Leute drunter, die aus rechtsextremistischer Gesinnung die AfD wählen und sich dort inzwischen politisch beheimatet haben. Etwa 30 Meter hinter dem Marktplatz der Stand der AfD. Mit dabei der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Frosch. Bekannt geworden in den letzten Wochen als der Mann, der öffentlich gegen seinen Landeschef Björn Höcke opponierte. Der Grund: ein heftiger interner Streit um die Kommunalwahllisten. Am Ende machte Höcke Wahlkampf gegen die AfD-Mitglieder rund um Frosch. Der fordert mittlerweile seinen Parteiausschluss, doch ohne Aussicht auf Erfolg. 12 Jahre, das reicht jetzt mal. Da kommt nichts mehr. Ich bin nur lang genug mit Ihnen zusammen. Ich kenne ihn ja nun sehr, sehr gut. Gell? Wenn man 5 Jahre zusammen im Landtag sitzt. So, ich denke mal, er tut vieles für sich. Ein Streit, der auch zeigt, wie blank die Nerven liegen innerhalb der AfD, auch in Thüringen. Gründe dafür gibt es derzeit ja auch reichlich. Als letztes der Rauswurf aus der Fraktionsgemeinschaft im Europaparlament. Wenn selbst die Ultrarechten aus Frankreich und Italien sich nicht mehr mit einem blicken lassen wollen, ist das zumindest erklärungsbedürftig. Nachdem die AfD-Führung zunächst ziemlich abtauchte, trat Tino Kruppalla heute beim Landesparteitag in Sachsen auf. Was ich allerdings auch von unseren Partnern verlange, ist Respekt. Respekt uns gegenüber, und deshalb verbitte ich mir, und das sage ich ganz deutlich, Einmischung in unsere politischen Positionen von französischen Partnern, von italienischen Partnern. Das verbitte ich mir ausdrücklich. Shakuntala Banerjee in Berlin. Das klingt jetzt ein bisschen so, als verfolge die Parteispitze die Strategie, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, das war ganz interessant, aber heute zuzuschauen, wie Tino Kruppalla da die Flucht nach vorn in 2 Schritten sozusagen angetreten ist. Zum Ersten hat er erklärt, dass man praktisch nichts falsch gemacht habe. Wahlkampfzeiten seien schwierige Zeiten, und da würden halt die anderen Parteien, aber auch die Medien, Zitat, jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf treiben. Also da sieht er kein Verschulden offensichtlich bei der AfD, und er meinte in seiner Argumentation sowohl den Rauswurf der AfD aus der Fraktion im EU-Parlament
Parlament, als auch die Vorwürfe von Spionage und Korruption, denen jetzt derzeit die Justizbehörden im Zusammenhang mit den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl nachgehen. Und dann gab es Schritt 2, wo er den Zusammenhalt beschworen hat und gesagt hat, wir lassen uns hier nicht in einen Streit reintreiben, denn Streit das habe die Vergangenheit gezeigt, davon profitiere nur die CDU. Also das war ganz deutlich keine Abkehr vom Spitzenkandidaten Maximilian Krah, der Partei gerade einen so großen Imageschaden zugefügt hat. Nun hatte die Französin Marine Le Pen da ja doch auch eine ziemliche Breitseite Richtung Kruppalla und Alice Weidel geschossen, als sie sagte, die deutsche AfD hat ein Führungsproblem. Ja, und das hat Tino Kruppalla praktisch offen zugegeben, aber zugleich daraus eine Tugend gemacht, indem er erklärt hat, die AfD sei eben basisdemokratisch, und er hat gesagt, wir lassen uns nicht von einer Parteiführung in die falsche Richtung führen, spricht also davon sich selber in der dritten Person und erklärt die Führungsschwäche flugs zu einem Alleinstellungsmerkmal der AfD und damit auch zu einer Stärke. Und er hat offensichtlich zusammen mit Alice Weidel momentan noch keinen Aufstand zu befürchten, denn der Druck auf die Vorsitzenden, der kam in der Vergangenheit in der AfD meistens von rechts. Das war heute auch interessant zu beobachten. Kruppalla war ja dort zu Gast auf dem Landesparteitag der sächsischen AfD, die vom sächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und dort hat der dortige Landesvorsitzende ganz offen vor dem Parteitag gesagt, bitte nutzt hier diese Gelegenheit nicht als Bühne für eine Diskussion über den Fall Krah. Man wolle da offensichtlich keine Angriffsfläche bieten und den Medien nicht noch weitere Gelegenheit geben, auf Uneinigkeit da in der AfD zu schauen. Also offensichtlich will man jetzt nach den Spitzenkandidaten in der Europawahl, die schon angeschlagen sind, derzeit nicht auch noch die Parteivorsitzenden anzählen. Dankeschön, Jacques Unterland, für die Analyse. Weit verbreitet, gerade auch in eher linken Milieus, ist ja der Glaube, es sei vor allem das ökonomische Sein, das das Bewusstsein bestimmt. Dass Rechtspopulismus vor allem dort auf fruchtbaren Boden fällt, wo Menschen in prekären Verhältnissen leben oder sozialen Abstieg befürchten. Das erklärt jedoch sowohl historisch als auch gegenwärtig nur einen Teil des Phänomens. In den USA, beim Sturm aufs Kapitol etwa, standen Leute in der vordersten Reihe, die alles andere als abgehängt waren. In Deutschland steht beim Frankfurter Reichsbürgerprozess ein wohlsituierter Adeliger gerade vor Gericht. Wie milieuübergreifend und einkommensunabhängig Radikalität, Demokratieverachtung und Rassismus sind, dazu gibt es reichlich Anschauungsmaterial. Aktuell geliefert von einer Party auf Sylt, die jetzt sogar bundespolitische Wellen schlägt. Henna Hebestreit berichtet. Pfingsten war für Clubbetreiber Tim Becker ein Fest ohne besondere Vorfälle. Bis gestern Abend ein Video im Netz auftauchte. Becker und seine Crew hatten wohl nicht auf alles geachtet, was sich auf ihrer Sylter Terrasse abspielte. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus! Party-Exzess mit rechtsextremen Tönen. Sowas wie ein Hitlergruß wird gezeigt, während der DJ einen Schlager von Gigi D'Agostino spielt. Da singen halt 300-400 Leute einfach im Chor mit. Und unter diesen 300-400 Leuten waren halt diese 5, die sich dann ja da selbst dabei gefilmt haben, wie sie ihren Schund dazu beigetragen haben. In Kampen auf Sylt ist die Partylaune längst verflogen. Die Betreiber haben sich ausdrücklich vom Verhalten der betroffenen Gäste distanziert. Doch das Video verbreitet sich rasant im Netz, die Reaktion eindeutig. Solche Parolen sind eklig, sie sind nicht akzeptabel und darüber darf es kein Vertun geben. Und deshalb ist es auch richtig, dass all unsere Aktivitäten darauf gerichtet sind, genau zu verhindern, dass das eine Sache ist, die sich verbreitet. Diese Sache ist längst kein Einzelfall. Wie der Bayerische Rundfunk recherchiert hat, gab es im Januar im mittelfränkischen Greding eine ähnliche Entgleisung. Offenbar wird genau dieser eigentlich harmlose Titel immer wieder rechtsextremistisch umgetextet. Sozialwissenschaftler stellen fest, der Rassismus macht vor wohlhabenden Teilen der Gesellschaft auch nicht Halt. Wir sehen hier einen Rassismus von elitären Milieus, ökonomisch starken Gruppen, der viel weiter verbreitet ist als unser Stereotyp, das eigentlich so von reichen, gebildeten Menschen zulässt. Inzwischen hat sich die Flensburger Staatsanwaltschaft eingeschaltet.
Es geht hier nicht um Bagatelldelikte. Der aktuelle Stand der Ermittlungen ist derjenige, dass die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet hat. Damit drohen diesen Partygängern empfindliche Konsequenzen. Soziologen fordern auch gesellschaftliche Reaktionen. Warum ist dort niemand dazwischen gegangen? Die Menschen, die da mitgetanzt haben, mitgesungen haben. Wir haben immer noch das Problem der Mitläuferinnen und Mitläufer. Auch dem muss man begegnen. Clubbetreiber Becker hat den betroffenen Gästen übrigens Lokalverbot erteilt. Auf Lebenszeit. Und jetzt geht es erstmal bei dir weiter, Hanna, mit anderen Nachrichten des Tages. Russlands Präsident Putin hat in Belarus seinen Amtskollegen Lukaschenko getroffen. Bei den Gesprächen ging es neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch um Sicherheitsthemen. Konkret sprach Putin heute auch über das Manöver der russischen Armee mit taktischen Atomwaffen, das am Dienstag begann. In einer zweiten Phase sollen daran auch belarussische Soldaten teilnehmen, sagte er. Russland hatte im vergangenen Jahr taktische Atomsprengköpfe mit Trägersystemen in Belarus stationiert. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf mit strengeren Tierschutzvorgaben auf den Weg gebracht. Geplant ist unter anderem, dass Schlachthöfe künftig verpflichtend videoüberwacht werden, um bessere Kontrollen zu ermöglichen. Zudem sollen die Regeln für den Onlinehandel mit Heimtieren verschärft werden und der Strafrahmen bei schwerwiegenden Tierschutzverstößen soll steigen. Bei einer Tötung ohne vernünftigen Grund wären dann in bestimmten Fällen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe möglich. Bisher waren es maximal 3 Jahre. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat Empfehlungen für den Schutz vor Hitze in Kliniken und Pflegeheimen vorgelegt. Demnach sollen in den Einrichtungen unter anderem Kühlzonen bestimmt und Lüftungskonzepte erstellt werden. Außerdem wird empfohlen, Risikogruppen verstärkt zu beobachten. Bei Neu- und Umbauten soll der Hitzeschutz berücksichtigt werden. Lauterbach erklärte, dass eine systematische Vorbereitung nötig sei, damit es im Sommer nicht zu tausenden unnötigen Hitzetoten komme. Beim Einsturz eines Restaurants auf Mallorca sind 4 Menschen ums Leben gekommen, darunter 2 deutsche Frauen im Alter von 20 und 30 Jahren. 16 Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Das Unglück hatte sich gestern Abend an der belebten Strandpromenade der Playa de Palma ereignet. Nach Angaben der Rettungskräfte brach das gut besuchte Lokal plötzlich in sich zusammen. Laut Feuerwehr könnte eine Überlastung des ersten Stockwerks eine mögliche Ursache für den Einsturz sein. Mit einem 3-tägigen Demokratiefest werden seit heute Nachmittag in Berlin die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes fortgesetzt. Bis Sonntag wird es im Regierungsviertel unter anderem ein Straßenfest, Konzerte und Dialogveranstaltungen geben. Heute konnten Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel mit Bundeskanzler Scholz ins Gespräch kommen. Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 verkündet. Weltweit stehen Demokratien unter Druck. Teils von innen, teils von außen. Das demokratisch regierte Taiwan etwa, das aktuell zusehen muss, wie China ein Militärmanöver vor seinen Küsten abhält. Eine klare Machtdemonstration zur Einschüchterung. Wie es einem ergeht, wenn Peking die Macht übernimmt, können die Taiwaner in Hongkong beobachten. Dort ist von Demokratie nichts mehr übrig. Brutal bleibt auch Chinas Umgang mit ethnischen Minderheiten wie den Uiguren. Vor 2 Jahren wurden diese Menschenrechtsverletzungen erstmals umfänglich dokumentiert. Die chinesische Führung nannte die Internierungslager Bildungszentren, für die es inzwischen aber keinen Bedarf mehr gebe. Unsere Korrespondentin Elisabeth Schmidt ist in die Region gefahren. Wir sind unterwegs in einer Region, in der Journalisten nicht gern gesehen sind. Tekes, ganz im Nordwesten der Uiguren-Provinz. Regelmäßige Polizeicheckpoints, an jeder Ecke ein Streifenwagen und Hightech-Überwachungskameras. Wir sind noch nicht lange unterwegs, als unser Taxifahrer einen Anruf von der Staatssicherheit bekommt. Sie wollen zur Siedlung am See fahren, nicht? Wir wissen alles darüber. Machen Sie einfach weiter wie gewohnt. Wir werden Ihnen Anweisungen geben. Ab diesem Zeitpunkt bekommt unser Fahrer alle paar Minuten eine SMS. Uns verfolgt jetzt ein weißer Wagen. Rachima Sinbay stammt aus Tekes. Sie war schwanger, als sie 2017 in Xinjiang verhaftet wurde.
Im Straflager haben sie mich direkt zur Zwangsabtreibung gebracht. Sie haben mir eine Spirale eingesetzt und mich gefoltert. Sie zwangen uns in einem dunklen Raum nackt unter eiskaltem Wasser zu stehen. Der Druck war extrem hoch. Nach einem Jahr Haft wurde sie entlassen und konnte nach Kasachstan fliehen. Ihr jüngerer Bruder sitzt weiter in Xinjiang im Gefängnis. Dieses Straf- und Umerziehungslager in Tekes wird in den Xinjiang Police Files erwähnt. Auch heute ist es augenscheinlich in Betrieb. Wir kommen mit einem Uiguren ins Gespräch. Er nennt das Lager ein Gefängnis. Waren Sie auch dort, fragen wir? Ja, sagt er. Adrian Zenz bekam die Xinjiang Police Files vor 2 Jahren anonym zugespielt und hat sie ausgewertet. Er geht davon aus, dass bis heute Hunderttausende Muslime in Xinjiang in Haft sitzen. Meiner Erkenntnis nach hat Peking die Umerziehungslager als eine Art Filtermechanismus eingesetzt. Das heißt, sie haben also geschaut und entschieden, okay, wen können wir vielleicht entlassen, der ist relativ harmlos oder der hat wenig Einfluss. Vor allem ärmere Bauern und so weiter wurden dann in die Zwangsarbeit entlassen, während die intellektuellen und geistlichen Eliten vorrangig dann zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Zu 20, 30 Jahren Haft. Die chinesische Staatsführung streitet die Menschenrechtsverletzungen bis heute als westliche Lügenkampagne ab. Wir sind in Xinjiangs Hauptstadt Urumqi zum Freitagsgebet. Sicherheitskontrollen und unweit einer Moschee ein gepanzertes Fahrzeug. Soldaten mit Maschinengewehren. Mit uns zu sprechen traut sich hier niemand. Wir müssen uns ja klar machen, dass das, was in Xinjiang passiert ist und auch nach wie vor ja passiert, die größte Masseninternierung einer ethnoreligiösen Minderheit seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt. Einige Umerziehungslager wurden mittlerweile abgebaut. Einige heißen heute Gefängnisse. In Xinjiang verbüßen muslimische Minderheiten drakonische Strafen bis heute. Die Vorgänge in der Uigurenregion haben ja auch deutsche Unternehmen wie VW in Erklärungsnöte gebracht. Wirtschaft und Menschenrechte, mit dem Thema geht es jetzt auch bei dir weiter, Hanna. Ja, lange haben die EU-Staaten um ein europäisches Lieferkettengesetz gerungen. Seit heute ist es nun endgültig beschlossene Sache. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass Unternehmen künftig in der gesamten Produktionskette, also weltweit, Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. Doch es gab viel Kritik an dem Vorhaben, vor allem auch aus Deutschland. Frank Bethmann, die FDP, hatte das Gesetz lange blockiert und scharf kritisiert. Was kommt da jetzt genau auf die deutsche Wirtschaft zu? In jedem Fall eine abgespeckte Version. Längst nicht mehr so viele Unternehmen fallen unter das Gesetz wie einmal geplant. Ursprünglich forderte Brüssel bereits ab 500 Mitarbeitern eine effiziente Kontrolle der Lieferkette. Nun soll das Gesetz, wenn es dann in 3 Jahren greift, erst für Firmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro gelten. Nach einer Übergangszeit fällt die Grenze auf 1.000 Beschäftigte und 450 Millionen Euro. Bei Verstößen drohen Unternehmen Strafen von bis zu 5% des weltweiten Nettoumsatzes. Also, als wenig praxistauglich kritisiert die Wirtschaft das Vorhaben. Fachleute erwarten, dass die größeren Unternehmen die Nachweispflichten ihren Zulieferbetrieben aufs Auge drücken, somit durch die Hintertür eben doch sehr viele kleinere Firmen die Arbeit und die Kosten haben werden. Deutschland hat ja schon ein Lieferkettengesetz. Was ist jetzt der genaue Unterschied zum EU-Gesetz? Das deutsche Lieferkettengesetz gilt bereits heute für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern. Im Fokus dabei vorrangig der Arbeitsschutz in den Lieferantenländern. Die EU-Richtlinie legt zusätzlich hohen Wert auf Klimaschutz, Artenvielfalt und Ressourcenverbrauch, ist also insgesamt umfassender. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. In Papua-Neuguinea hat ein Erdrutsch ein Dorf im abgelegenen Hochland der Insel verschüttet. Die Katastrophe ereignete sich gegen 3 Uhr nachts. Laut lokalen Behörden sollen mehr als 50 Häuser betroffen sein. Wie viele Menschen verschüttet wurden, ist noch unklar. Die Regierung kündigte an, Rettungsteams in die Region zu schicken. In Papua-Neuguinea kommt es aufgrund häufiger Regenfälle und Erdbeben immer wieder zu massiven Erdrutschen. Es gibt eine aktuelle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter im Westen Bayerns.
Nach den Unwettern im Saarland und in Rheinland-Pfalz am letzten Wochenende rechnet die deutsche Versicherungswirtschaft mit Sachschäden von rund 200 Millionen Euro. Das ergab eine vorläufige Bilanz des Gesamtverbands der Versicherer. Die Summe umfasst demnach Schäden von Versicherten an Gebäuden und Fahrzeugen. Nicht inbegriffen sind Zerstörungen an der Infrastruktur. Am Pfingstwochenende hatten enorme Regenmengen im Saarland und in Rheinland-Pfalz für Überflutungen gesorgt. WM 2006, das Sommermärchen. Unvergessen. Man konnte damals ja fast das Gefühl haben, das Land erfindet sich ein bisschen neu und wurde zu einer einzigen großen Partymeile. Viele der ausländischen Gäste, Fans aus aller Welt, fuhren danach jedenfalls mit einem anderen Deutschlandbild nach Hause. Bestens organisiert, aber dennoch entspannt und mit beinahe mediterranem Flair. Das Wetter spielte damals ja auch noch mit. Lässt sich das wiederholen, jetzt bei der EM? Der Frage geht Carsten Behrendt nach. Am Brandenburger Tor bauen sie ein riesiges Fußballtor auf, lassen einen halben Kilometer Hauptstraße unter Kunstrasen verschwinden. Hier entsteht die Fanmeile für die Heim-EM. Wir wollen hier im Tiergarten letztlich der grünen Lunge von Berlin sozusagen wirklich einen ganz besonderen Park sozusagen schaffen eine neue Sehenswürdigkeit, glaube ich, temporärer Art in und für Berlin und für alle Gäste und das Ganze natürlich in Fußballoptik. Hier wurde der WM-Sommer 2006 zum Märchen. Die Welt zu Gast bei Freunden überall in Deutschland. Jetzt steht die Heim-EM an. Viele hoffen auf ein neues Sommermärchen. Dafür wurden Millionen investiert, Stadien modernisiert, wie hier in Stuttgart. Neue Haupttribüne, neue Logen und eine ausgetüftelte Mannschaftskabine. Halbrund. Niemand muss in der Ecke sitzen, jeder kann sein Handy laden. Dann haben wir hier unsere Büste tatsächlich. Dort wird dann das Spielertrikot drüber gestülpt. Wenn die Jungs kommen, ist das Trikot immer da. Der Name wird angebracht, das Ganze ist beleuchtet. Man kann es dann aber auch drehen dann. Hat dann hier den Spiegel. Die Heim-EM, 4 Wochen Mega-Event. 24 Teams, 51 Spiele und ein Weltmeister als Turnierdirektor. Ich finde einfach, wir brauchen immer wieder diese Großereignisse bei uns. Wir können uns wieder so zeigen, wie wir leben wollen. Also tolerant, vielfältig, offen. Das alles können wir wieder zeigen. Für die EM haben sich fast 150.000 Menschen als freiwillige Helfer beworben. 16.000 wurden ausgewählt. Kai Schumann aus Berlin war schon beim Sommermärchen dabei. War fast die Zeit meines Lebens, wenn ich mal von meiner Ehe und von meinen Kindern absehe. Aber so war das schon eine tolle Sache und möchte ich nicht missen und möchte ich gerne noch mal erleben. Sportlich scheint es für Deutschland wieder besser zu laufen. Im März 2:0 gegen Vize-Weltmeister Frankreich und plötzlich ist er wieder da, der Titeltraum. Auch beim Trainer von 2006. Und wenn Sie Spaß haben und wenn Sie richtig hungrig sind auf dieses Heimturnier, dann haben Sie auch die Chance, das Turnier zu gewinnen. Ich glaube, es ist eine gute Zeit jetzt für Furore zu sorgen. Furore bei der Heim-EM ab dem 14. Juni Deutschland gegen Schottland. Vielleicht der Beginn eines märchenhaften Sommers. Die ausführliche Sportstudio-Reportage Deutschland und die Heim-EM, ein neues Sommermärchen, gibt es am Sonntag um 17:15 Uhr zu sehen und Sie können sie auch jetzt schon in der Mediathek abrufen. Das war's von uns für heute. Unser Heute-Journal-Update gibt es dann gegen 0:15 Uhr mit Gundula Gauser. Und gleich geht's weiter mit der Heute-Show. Auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend. Das klingt ja erstmal ganz unspektakulär. Geringe Luftdruckgegensätze über Mitteleuropa. Die sorgen aber dafür, dass die Tiefs nur ganz langsam ziehen und dass sich deswegen in unserem Wetter erstmal wenig ändert. Und das gilt auch für die Temperaturen. So bleibt es, was ja bei uns eher ungewöhnlich ist, in Norddeutschland wärmer als im Süden. Und das gilt auch für heute Nacht. So sinken die Temperaturen in der Uckermark bis 15 Grad. Am Alpenrand wird es mit 6 Grad deutlich kälter. Der mit Gewittern durchsetzte Regen wälzt sich im Laufe der Nacht weiter nordwärts. Dahinter lockern die Wolken auch mal auf und es bildet sich Nebel. Am Alpenrand, besonders so zwischen Karwendel und Berchtesgadener Land, kann es heute Nacht auch mal für ein Gewitter reichen.
Morgen erreichen die Regenwolken die Küste. Dann wird es erstmal freundlich. Besonders am Nachmittag entwickeln sich dann neue Gewitter hier in der Osthälfte. Das gilt auch für Sachsen und für Bayern. Im Westen und im Südwesten dagegen wird es deutlich freundlicher. Einzelne kleine Regenschauer am Nachmittag über den westlichen Mittelgebirgen sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen morgen an den Alpen bei 16 bis 20 Grad. Sonst werden 20 bis 25 Grad erreicht und am wärmsten wird es rund um Berlin. Am Sonntag gibt es kräftigere Regenschauer und Gewitter in der gesamten Nordosthälfte. Sonst wird es freundlicher bei ganz ähnlichen Temperaturen. Die neue Woche startet wechselhaft und es wird von Tag zu Tag ein kleines bisschen kühler. Schönes Wochenende.